Wir sind Basti und Svenja und ihr schaut eine neue Folge Neuland Stories. Seit wir von dem Festland nach England übergesetzt sind, hätten wir nicht gedacht, dass es noch schöner werden kann. Wir wurden dort von steilen Felsküsten überrascht und haben mit unserem Camper in Englands schönster grüner Natur übernachtet. Aber wir wurden wieder von einer atemberaubenden Natur verblüfft. Das Wetter stimmt, das Essen und das Bier sind ein Genuss und die Landschaft ist einfach bombastisch. Man könnte fast sagen, wir leben gerade das beste Vanlife. Und falls ihr mit uns zusammen Irland durchqueren und uns eine riesen Freude machen wollt, dann abonniert doch den Kanal und lasst uns einen kleinen Daumen unter dem Video da. Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge mit Neuland Stories. Wir sind mittlerweile in Irland angekommen und es ist der absolute Wahnsinn. Die ersten 5 Tage haben wir mit Freunden verbracht. Das war auch der Grund, warum wir ja früher von England als geplant losgefahren sind. Wir wurden da zu Ostern eingeladen und es war traumhaft schön. Vielen Dank nochmal. Jetzt sind wir den ersten Tag alleine unterwegs und sind am Hookhead Lighthouse angekommen. Hatten gestern einen traumhaften Sonnenuntergang, einen noch schöneren Sonnenaufgang heute und wir haben schon ein bisschen heute was erledigt, ein bisschen gearbeitet. Jetzt machen wir uns Reste von gestern und dann brechen wir richtig auf. Yay! Irland! On the ground, no shade in the creek bed, and I lay my fears down, they won't go nowhere. Love is an echo under the corn snow. Memories are dead wrong, they're lost in the world. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite angekommen und da wo die Wolke irgendwie drüber hing, die scheint auch immer noch zu hängen.
Sind jetzt beim Supermarkt angekommen, wollten einkaufen gehen, aber irgendwie Warten wir lieber noch 2-3 Minuten. Da hinten kommt die Sonne. Ich kann es spüren. 30 Minuten später. Also Peppy hat jetzt gefressen und wir haben uns noch nicht viel bewegt. Aber es ist nur ein Schauer, das ist gleich vorbei. Aufs Klo? Nee. Geht noch. Ich will da nicht raus. Weitere 30 Minuten später. Sun. Und wir haben mal wieder alles eingekauft, was wir brauchen. Für eine sehr lange Zeit haben wir jetzt schon keinen Mülleimer mehr gefunden, wo man das richtig wegwerfen kann. Hier ist aber ein Glascontainer, deswegen bringe ich jetzt das Glas weg. Und dann machen wir uns auf die Suche nach einem Mülleimer, oder? Ich habe das Desaster gezeigt. Sehr gut. Ja, wir brauchen einen Mülleimer. So ist es, wenn man ein paar Tage autark steht und kein Mülleimer in der Nähe ist. Erledigt. Sehr gut. Geht's los? Mülleimer suchen. But I'm not alone. I'm nobody's stranger. I have your ghost, so carry me through the hot sky of summer, the long night of winter, the red light of autumn. Wir sind gerade sehr verzweifelt auf der Suche nach Mülleimern. Wir können einfach keine öffentlichen Mülleimer finden, wo wir ein gutes Gefühl haben, den Müll zu entsorgen. Doof ist nur, dass alle Häuser, alle Privatmülltonnen auf der Straße stehen, weil der Müll abgeholt wird und wir dazu geneigt sind, die zu benutzen, aber das machen wir natürlich nicht. Wir wollen den ordentlich entsorgen und nicht Privatmüll, aber Privatmüll. Ja, also geht die Suche weiter, bis wir diesen Müll hier entsorgt haben. Guten Morgen. Wir haben uns gestern ein süßes kleines Plätzchen hier unten in der Bucht gesucht. Wir haben keinen Mülleimer mehr gefunden. Der befindet sich hinten im Kofferraum. Deswegen müssen wir das nachher nochmal nachholen und hoffen, dass wir einen finden. Ich werde mir jetzt schnell meine Haare waschen, weil irgendwie fühle ich mich unwohl. Basti ist schon mit Papa draußen. Aber jetzt erstmal so ein bisschen Morgenroutine. Wir sind aufgebrochen von unserem kleinen, süßen Stellplatz unten in der kleinen Bucht. Wir haben schon ungefähr 20 Minuten Holperpiste hinter uns. Die kleine Straße darunter, die hat es ganz schön in sich. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Kinsale.
Es ist an der südlichen Küste von Irland und ja, das ist ein kleines, süßes, buntes Örtchen und da beginnt der Wild Atlantic Way. Also von da an geht es der Küste entlang. Los geht's. Machen eine kurze Pause und trinken einen Kaffee. Sind ein bisschen aus der Stadt rausgelaufen. Ist richtig süß, gefällt uns richtig gut. Und die Sonne scheint, wir können es kaum glauben, wie viel Glück wir mit dem Wetter haben. Bei dem Spruch wollen wir irgendwie jedes Mal auf Holz klopfen, damit es so bleibt. Frischen Kaffee für den Van haben wir. Eine nette Unterhaltung haben wir auch gehabt. Und jetzt geht's zurück zum Van. Ab sofort folgen wir diesem Zeichen. Also, wer es noch nicht gemacht hat, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Einmal Wassernaps bitte für das durstige Hundi. Gerade wollte ich aus einer dreckigen Pfütze trinken. Und auf geht's nach Baltimore! In den Pub. Wir brechen jetzt auf, gut gesättigt, das sensationelle Fish and Chips gehabt und jetzt folgen wir dem Schild der West Coast Wild Wild Atlantic Way. So. Wild Atlantic Way an der Coast. Eigentlich habe ich ihn nur als Fahrer dabei. Und das macht er gut. Das macht er gut. Schlafplatz for the night. Und jetzt geht's noch hier in ein Pub und wir trinken noch ein Pint Guinness. Mein erstes, Bastis Zehntes.
Und dann machen wir es uns hier gemütlich und dann geht schon ins Bett. Bringst du mich jetzt nach Hause? Jetzt geht's nach Hause. Ja. Komm. Das Gute, wenn man mit dem Van unterwegs ist, ist ja, man fährt an einem schönen Ort vorbei und man hält an, hat eine mega Aussicht. Wir haben jetzt Hunger und machen uns ein kleines Picknick. Und glücklicherweise ist hier auch noch ein kleiner Picknicktisch, wo wir uns gleich hinsetzen werden. Wuhu! Tea time. Thank you, darling. You're welcome, my dear.
Wie jeden Morgen machen wir den Van Klarschiff. Einen Tag aussetzen und es herrscht Chaos. Wenn wir fertig sind, brechen wir gleich wieder auf. Wir sind gestern am richtig coolen Spot unten am Wasser vorbeigefahren. Da fahren wir gleich hin und werden da frühstücken. Hier oben ist es sehr extrem windig. Und wir hoffen, dass wir da vielleicht ein bisschen draußen sitzen können. Yeah. Ich glaube, das erste Mal dieses Jahr. Gestern zum Tee. Stimmt, gestern zum Tee. Aber zum Frühstück lange her. Wir haben nämlich schon wieder Bombenwetter. Das ist verrückt. Das wurde uns so nicht angekündigt. Wir haben mit viel mehr Regen gerechnet, aber das freut uns natürlich riesig. Und deswegen brechen wir gleich auf. So sieht's aus. Ach so, und natürlich einen schönen guten Morgen. Wir haben mal wieder einen fantastischen Blick beim Frühstück aufs Meer. Das ist absolut genial. Wir konnten zwar nicht ganz ranfahren, aber der Blick perfekt. Frühstück ist schon fast aufgegessen. Wir haben mal wieder Müsli mit Obst gemacht. Absolutes Favorite Frühstück. Und wenn wir jetzt gleich fertig sind, Geht's da runter? dann geht's da runter. Und dann schauen wir mal, wie weit wir an den Strand kommen, ohne irgendwie durch tiefes Wasser schwimmen zu müssen. Oder es geht einfach ins Wasser. Ja, aber das wird mit Peppi schwer. Gucken wir mal. Wir gucken mal, wie wir das managen, aber irgendwo da unten findet ihr uns gleich wieder. Scheiße. Ja, Leute. Da geht's nicht drüber. Wir haben es geschafft. Von da oben, falls ihr gerade unseren Van gesehen habt, bis hier unten an den Strand haben wir jetzt so circa 1,5 Stunden gebraucht. Und mittlerweile ist die Sonne weg, das Wasser ist weg und es ist trotzdem noch sehr herrlich hier. Aber wir haben zwar schon unsere Badesachen an, aber wir wissen jetzt nicht so genau, ob wir noch ins Wasser gehen. Ich glaube, wir bleiben einfach hier sitzen und genießen. Und dann hoffen wir, dass dadurch, dass das Wasser jetzt so weit weg ist, wir durch den Priel kommen und nicht nochmal 1,5 Stunden außenrum zurücklaufen müssen zum Van. Aber ich habe schon mal geluschert und das sieht nicht so gut aus. Schauen wir gleich mal. So, bevor wir aber unseren langen Rückweg wieder zu Groot antreten, wollen wir uns natürlich noch bei euch verabschieden, denn das war es für diese Woche. Und auch wenn wir es diese Woche nicht geschafft haben, ins kalte Wasser zu springen, sind wir sicher, dass es noch den ein oder anderen Strand entlang der Westküste gibt, der gerade so danach ruft, dass wir einmal ins kühle Nass springen. Die Chancen erhöhen sich natürlich, je mehr Likes wir unter diesem Video bekommen. Also drückt auf den Like-Button. richtig, Und abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen, wenn wir ins kalte Wasser springen. Ich habe keine Ahnung, ob das so eine gute Idee ist, das schon anzuteasern. Aber wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche und dann wird es nicht weniger spannend. nein, Danke! Ende.
Die haben einen Weg durch den Priel gefunden. Allerdings ist Peppi nicht sonderlich begeistert davon. Oh, 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 oh. Oh, dieser Trauerklos.